Mit jede Menge Kraxelei geht es durch die grandiosen Mini-Dolomiten des Comer-See hinauf auf das beeindruckende Gipfelziel Grignetta. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's! Nach dem Start in Piani Resinelli und ein paar Metern auf einer Asphaltstraße geht es im Wald auf einem Pfad steil hinauf zu einer Wegkreuzung. Hier könnte man der leichteren Aufstiegsroute über den Südgrat geradeaus folgen. Wir biegen links ab in Richtung der Direttissima. Auf noch einfachem Wege bietet eine Rinne rechts von uns einen felsigen Vorgeschmack, was noch auf uns wartet. Außerdem öffnet sich die Sicht wunderbar hinunter auf den Comer See. Zu der Direttissima genannten Route hinauf auf die Grignetta direkter Hinweis: Die Route beinhaltet zahlreiche gesicherte Passagen, für die Schwindelfreiheit und Spaß am Kraxeln definitiv mitgebracht werden muss. Nach den ersten seilgesicherten Stellen helfen uns zwei Leitern einen schmalen Kamin hinauf, an dessen Ende wir eine enge Scharte durchqueren. Ab hier geht's nun richtig los mit dem Kraxelspaß. Die bestens markierte Route schlängelt sich durch das steinerne Labyrinth, ein kurzweiliges Auf und Ab, über Bänder, durch Rinnen und über leichte Felsstufen. Mit den turmbesetzten Graten und der fantastischen Felsarchitektur sind wir nun mittendrin in einer grandiosen dolomitenartigen Landschaft, gut 1500 Höhenmeter über dem Comer See. Einfach nur zum Genießen. Die Tourenbeschreibung dieser Wanderung und einige der eingesprochenen Infos habe ich aus dem empfehlenswerten Roter Wanderführer Comer See. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nach gut 2 Stunden Gesamtgehzeit und einer Stunde Kraxelei auf der Direttissima verlassen wir diese. Die Direttissima führt weiter zum Rifugio Rosalba. Unsere Route führt hinein in den Canale Angelina, steil hinauf durch eine grau in grau daherkommende bizarre Felslandschaft. Unter Beobachtung durch eine Gemse geht die Kraxelei natürlich weiter. Diese hat sicher ihren Spaß daran, wie ungelenkig und wenig grazil wir uns hier den Berg hinaufarbeiten. Nach gut 200 Höhenmetern Aufstieg durch den Canale Angelina stoßen wir auf einen querenden Weg, dem wir weiter Richtung Gipfel folgen. Dabei queren wir mehrere Rinnen, inklusive eines kleinen Zwischenabstiegs, steil hinunter durch einen mit Ketten gesicherten Kamin. Im Anschluss daran und einem steilen, kurzen serpentinenartigen Wegabschnitt gelangen wir zum Normalweg, dem wir weiter Richtung Gipfel folgen, gut 100 Höhenmeter auf relativ einfachem Wege. Mit dem teilweise wolkenverhangenen Comer See beginnt die großartige Gipfelschau der Grignetta, direkt nördlich von uns der Grignone, 2409 Meter hoch, höchster Berg des Grigne-Massivs. Bemerkenswert auf der Grignetta selbst, das futuristische Gipfelbiwak. Der Blick schweift weiter, im Süden nichts als Wolken, bis wir zurück im Westen in der Ferne die Walliser Alpen erkennen. Auf 2177 Meter ist natürlich wieder Zeit für Gipfelschluck, heute noch im Flachmann, Kirschwasser aus dem Schwarzwald, zum Wohl. Mit einer immer noch fantastischen Aussicht über den Wolken beginnt der einfachere Abstieg über den Normalweg. Auf der Karte gekennzeichnet sind die Lagen der wichtigsten Wegabschnitte der Tour, die Direttissima, der Canale Angelina und der Normalweg. Auf dem schroffen, aber gut zu gehenden Weg geht's nun in die Wolken hinein. Dabei treffen wir wieder bei schlechter Sicht auf den Kollegen aus dem Canale Angelina. Nun schon ein kurzes Fazit. Die grandiose Aufstiegsroute über Direttissima und Canale Angelina erfordern definitiv stabiles, trockenes Wetter. Außerdem Schwindelfreiheit und Spaß an einer mehrstündigen Kraxelei. Alternativ kann man leichter auf dem Normalweg bei einer gut machbaren, seilgesicherten Stelle auf den tollen Aussichtsberg gelangen. Auf der folgenden Übersichtskarte seht ihr die Touren, die ich am Comer See und auf dem Hin- und Rückweg durch die Schweiz unternommen habe. Schaut auch gerne mal in die Videos dazu rein. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.